Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht mit dem Video, möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch bedanken für 5000 Abos. Wir haben tatsächlich die 5000 Abonnentengrenze überschritten mit Veras Blockflöten-Kanal. Und zu dieser Gelegenheit ganz herzlichen Dank euch allen, die meinen Kanal abonniert haben, die meine Videos schauen, die Kommentare schreiben unter den Videos, die mir E-Mails schreiben, die meine Online-Unterrichtsstunden nutzen und meine Kurse gekauft haben, an meinen Seminaren teilgenommen haben und so weiter für den ganzen Zuspruch. Es macht mir eine Riesenfreude und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt bei 5000 Abonnenten gelandet sind. Und ja, ich hoffe, wir schaffen auch noch irgendwann die 10.000. Helft alle fröhlich mit. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz guten Rutsch ins Jahr 2025 mit viel Blockflötenmusik. Und jetzt geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. 5 Fragen zu deinem Blockflötenspiel. Die habe nicht ich an dich, sondern die solltest du dir vielleicht mal selbst stellen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugekommen seid. Und keine Angst, es werden keine schlimmen Fragen, sondern ich möchte euch heute ein paar Anregungen geben, um euer Blockflötenspiel mal zu reflektieren und dadurch auch weiterzukommen in eurem Blockflötenspiel, noch schöner und noch besser spielen zu können. Die erste Frage, die ihr euch mal stellen könntet, wäre: Wie ist mein jetziger Spielstand? Also was mache ich mit der Blockflöte? Was für eine Blockflöte habe ich? Welche Stücke spiele ich? Welche Stücke habe ich schon gespielt? Seit wann bin ich wieder zugange oder habe überhaupt erst angefangen? Was sind Dinge, die ich meiner Meinung nach noch nicht so gut kann auf der Blockflöte, die ich gut kann? Das ist ganz wichtig, euch das auch nochmal vielleicht klar zu machen. Habt ihr zum Beispiel Schwachstellen in der Atmung, dann habt ihr vielleicht trotzdem schnelle Finger. Oder umgekehrt. Und habt ihr Probleme mit dem Zungenstoß, dann habt ihr vielleicht eine super Haltung. Also euch das nochmal klar zu machen, wie ist mein jetziger Stand im Blockflötenspiel? Möchte ich zum Beispiel schneller spielen können und klappt das noch nicht? Oder möchte ich schöner gestalten können, musikalisch? So eine Bestandsaufnahme, sich mal klar zu machen, was kann ich denn eigentlich schon alles und was möchte ich noch lernen? Und wir Menschen haben leider die Neigung, oft das Negative nur zu sehen. Das kommt noch aus der Steinzeit oder so, wo überall Gefahren lauerten. Und das ist wohl im Gehirn verankert, dass man immer diese negativen Sachen als viel größer ansieht. Ja, also leider spiele ich immer noch viel zu viele Fehler und meine Finger wollen auch nicht so schnell. Und ja, ich müsste viel mehr üben und also so toll verzieren und so, das kann ich gar nicht. Und deshalb wäre es gut, dass ihr euch mal überlegt, vielleicht mit Stift und Papier mal auflistet, was ihr schon gut könnt. Und nur für euch selbst, da braucht ihr auch nicht unnötig bescheiden zu sein. Denn ich höre das immer wieder von Schülerinnen und Schülern, die dann sofort mir erzählen, in der ersten Probestunde zum Beispiel, was sie alles nicht können. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich möchte das und das lernen oder ich möchte mich darauf mal fokussieren oder darauf hinarbeiten. Und versucht mal so eine Bestandsaufnahme zu machen von eurem eigenen Blockflötenspiel. Die zweite Frage, die ihr euch dann mal stellen könntet, wäre: Wie ist mein Blockflötenspiel organisiert oder in welcher Situation befinde ich mich? Also, habt ihr ein gutes Instrument oder nicht? Wollt ihr ein anderes oder seid ihr glücklich damit? Spielt ihr regelmäßig Blockflöte? Habt ihr bestimmte Übezeiten oder übt ihr einfach, wann es passt und wann es geht? Spielt ihr für euch alleine oder spielt ihr zusammen? Wie ist das organisiert? Habt ihr irgendwo Unterricht und so weiter? Und dann natürlich macht euch klar, bin ich mit dieser Situation zufrieden? Zum Beispiel, würde ich gerne öfters üben?
wie kann ich das ändern, dass ich regelmäßiger übe, dass ich das hinbekomme. Dazu habe ich auch mehrere Videos gemacht. Ich verlinke euch mal was. Oder wollt ihr zum Beispiel mal gerne zusammenspielen mit anderen Blockflötenspielern oder anderen Instrumenten, dass ihr euch nochmal überlegt, okay, das ist ja eigentlich, was ich will mit der Blockflöte. Wie kann ich das organisieren? Oder dass ihr sagt, ich möchte auf ein bestimmtes Ziel hin üben. Ich möchte mich mal trauen, vorzuspielen in einem halben Jahr und dann übe ich dafür und suche mir natürlich die entsprechenden Stücke aus. Oder die Situation, in der ihr seid, kann auch sein, dass eure Blockflöte immer heiser klingt und ihr entweder gar nicht wisst, woran es liegt, weil ihr ja zum Beispiel die Blockflöte immer vorwärmt vor dem Spielen und sie auch gut trocknen lasst hinterher, aber sie trotzdem verstopft klingt, dann könntet ihr sagen, okay, da müsste man mal was dran machen, denn mit einem verstopften Instrument macht das Üben einfach keinen Spaß und dann übe ich vielleicht auch nicht so oft oder nicht so gerne. Oder die Situation kann auch sein, dass ihr für euch alleine übt, aber keinen Fahrplan habt für euer Üben, also nicht wisst, woran ihr üben könnt oder was ihr mal spielen könntet und so weiter. Da müsst ihr einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen, um dann natürlich zu gucken, was möchte ich ändern und wie könnte ich da vielleicht vorgehen. Und jetzt habe ich damit eigentlich die dritte Frage schon ein bisschen vorausgenommen. Die wäre nämlich, was möchtet ihr ändern bzw. verbessern an eurem Blockflötenspiel? Wisst ihr, was ihr verbessern könntet? Also das glaube ich, dass viele von euch das wissen. Viele sagen, ja, ich würde gern schneller spielen können oder ich würde gerne Verzierungen spielen können. Aber da wäre es auch gut, wenn ihr euch das vielleicht mal aufschreiben würdet, euch einfach mal auflisten würdet, weil das sind Dinge, die tauchen mal auf. Wenn ihr zum Beispiel Unterricht habt und dann kommt ein Stück, das ganz langweilig aussieht und wo man weiß, da muss man verzieren. Und dann fällt euch ein, ach ja, verzieren, das würde ich ja auch mal gerne besser üben oder können oder wissen, wie es geht. Und in einem anderen Stück kann es sein, dass ihr darauf hingewiesen werdet, ja, da müsste man unterschiedlich artikulieren und dann sagt ihr, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo man da wie anstoßen könnte und was man da anders machen könnte. Oder ihr habt zum Beispiel immer Probleme mit den hohen Tönen. Und vielleicht wisst ihr gar nicht, woran es liegt. Vielleicht wisst ihr auch, dass es an der Daumentechnik oder an dem Atem liegen kann. Und es wäre gut, wenn ihr euch diese Sachen mal auflistet. Denn nur so kommt ihr auch weiter, indem ihr gezielt daran arbeiten könnt. Entweder alleine oder mit eurem Lehrer oder Lehrerin oder mit anderen Dingen, mit meinem Video-Online-Kurs zum Beispiel oder Heften, die ihr euch kauft und so weiter. Sonst bleibt das immer so ein diffuses, ich kann das nicht und würde das auch mal gerne und dann fällt euch das wieder ein. Das wäre jetzt die dritte Frage, die ihr euch mal stellen solltet. Was möchte ich eigentlich verbessern und im Idealfall auch zu wissen, wie? Und da komme ich zu Frage Nummer 4, die ihr euch dann wirklich stellen müsst. Was kann ich selbst verbessern und was ändern und wo bräuchte ich vielleicht Hilfe? Also wo macht es Sinn, wenn mir das Blockflötenspiel weiterhin Freude machen soll oder wieder Freude machen soll, mir Unterstützung zu suchen? Also entweder natürlich Unterricht zu nehmen oder einen Kurs durchzuarbeiten oder vielleicht bei Zusammenspiel im Blockflötenensemble mal Dinge anzusprechen, technische Probleme, die man hat und das mal mit den anderen auszutauschen. Also nicht nur zu gucken, was kann ich alles nicht oder was würde ich gerne besser können, sondern auch zu gucken, wo komme ich alleine weiter, dann versuche ich das und wo komme ich nicht alleine weiter und suche mir dann Hilfsmittel irgendeiner Art, wie ich das meistern kann. Ja, und die 5. und letzte Frage, die ihr euch unbedingt stellen solltet, ist, warum spiele ich Blockflöte? Das kann ganz philosophischer Art sein, dass ihr euch wirklich nochmal klar macht, was ist denn das Schöne am Blockflötenspiel und warum sollte man überhaupt Blockflöte spielen und was gibt es mir und so weiter. Aber es kann auch ein konkreter Anlass sein, dass ihr sagt, nächstes Jahr zur Hochzeit meines Sohnes möchte ich ein Stück spielen können. Oder ich habe immer so eine Freude, wenn wir mit dem Kirchenquartett im Gottesdienst spielen. Und dafür mache ich das. Und das
kann erstens mal helfen, euch nochmal zu motivieren. Das ist ja ganz wichtig, ja, dass ihr nicht das Handtuch werft. Aber es kann euch auch auf Ideen bringen. Auftrittsideen, die ihr bis jetzt noch gar nicht hattet. Und das bringt euch ja auch wieder weiter für euer Blockflötenspiel. Also, dass ihr euch nochmal den Sinn klar macht, warum wollt ihr überhaupt spielen und euch das auch vielleicht, wenn ihr euch das notiert, euch das nochmal durchlesen könnt, wenn ihr gerade so einen schwachen Moment habt, wo ihr denkt, ach, die Blockflöte, die liegt jetzt seit 3 Monaten im Kasten, ich habe ja gar keine Zeit und so. Und dass ihr euch dann nochmal klar macht, warum spiele ich Blockflöte und was ist das Schöne daran? Ja, das waren für heute die 5 Fragen, die ihr euch mal stellen könntet zu eurem Blockflötenspiel. Vielleicht fallen euch noch weitere Fragen ein, dann schreibt sie doch mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Und natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit von der Partie seid, hier auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!